Karin Metschke und ihr Mann haben vor 10 Jahren ein Sabbatjahr gemacht. Sie sind in dieser Zeit mit dem Rad durch Asien gefahren. Damals haben sie zum ersten Mal Wohnungen getauscht und die Vorzüge privater Unterkünfte kennengelernt. Als wir dann wieder in Deutschland waren, haben wir auch Leute, die mit dem Rad in Deutschland unterwegs waren, bei uns aufgenommen. Die Begeisterung hat sich bis heute gehalten. Inzwischen haben die beiden 2 Kinder, 7 und 9 Jahre alt. Im vergangenen Jahr hat sich die Familie bei der Internetseite Homelink angemeldet und wieder mit dem Tauschen begonnen. Dann habe ich da einfach mal was eingegeben und es war dann so ein glücklicher Moment. Und zwar war das so, ich habe einfach halt eingegeben, dass ich in Köln lebe. Und dann kam irgendwie direkt der Vorschlag, da wäre jemand aus Barcelona, der möchte gerne in den Sommerferien eine Woche nach Köln. Bis jetzt ist das Lehrer-Ehepaar schon 3-mal in getauschten Häusern und Wohnungen untergekommen. Einmal in Barcelona, 2-mal in Süddeutschland. Auch in den Sommerferien tauschen sie und die Kinder wieder. Jetzt in den Sommerferien haben wir tatsächlich vor, oder es ist auch schon gebucht, also die Flüge sind gebucht, tauschen wir mit Zypern. Eine zypriotische Familie kommt zu ihnen nach Köln. Die Metschkes reisen 3 Wochen nach Zypern, in ein Haus mit Meerblick und Pool. Auch das Auto der Familie dürfen die Kölner mitnutzen. Der Preis ist ein Grund, warum Karin Metschke Tauschurlaube macht. Wir sind 3 Wochen auf Zypern. Die Flüge kosten jetzt 2.000 €. Und das ist schon viel Geld, aber ansonsten wird da nicht viel dazukommen, weil quasi mit Lebensmittel versorgen und irgendwelche Eintritte und was man halt in den Ferien so macht, würden ja hier in Köln genauso anfallen, wenn wir zu Hause bleiben würden. Die Reisen nach Süddeutschland und Barcelona waren noch preiswerter. Nach Süddeutschland sind nur die Spritkosten angefallen. Nach Barcelona haben die Metschkes günstige Flugtickets ergattern können. Wer diese Art von Urlaub machen möchte, darf keine Bedenken haben, bei Fremden zu wohnen oder fremde Menschen in die eigenen 4 Wände zu lassen. Hatte ich aber tatsächlich noch nie. Aber auch aufgrund dieser Erfahrung aus dem Sabbatjahr, wo wir uns ja auch immer auch fremden Menschen ausgeliefert haben und dann später auch einfach fremde Menschen zu uns genommen haben. Bei Homelink ist es eher so nach dem Motto, ich bin in deiner Bude und du in meiner. Und dann würde man natürlich immer auch sich bei dem anderen so verhalten, wie man es sich wünscht, wie sie sich auch bei mir verhalten. Und wenn doch was kaputt geht, dann sei man über Haftpflicht und Hausrat versichert, sagt Manfred Lüpold, Vereinsvorstand bei Homelink in Deutschland. Zusätzlich haben wir bei Fällen, wo die Versicherung sich vielleicht aus der Verantwortung stiehlt, einen Garantiefonds über 2.500 € noch aufgelegt und der regelt solche Sachen, die vielleicht von der Versicherung nicht ganz geregelt worden sind. Wenn man beispielsweise die Vase in der Gastwohnung runterwirft, zahlt das die Haftpflichtversicherung. Wer nicht nur die Wohnung, sondern auch sein Auto verleiht, sollte Vollkasko versichert sein und bei der Kfz-Versicherung angeben, dass weitere Menschen mit dem Auto fahren. Manfred Lüpold von Homelink steigt schon seit Jahren in Häusern und Wohnungen statt in Hotels ab. Für die Kinder ist es eine tolle Erfahrung. Wir haben nach Oldenburg getauscht, weil wir an die Nordsee wollten. Wir haben die Kinder 2 Tage nicht aus dem Haus bekommen, weil sie nämlich im Kinderzimmer so viel neue Sachen kennengelernt hatten. Alles neues Spielzeug von der Tauschfamilie. Berichtet Vorstand Lüpold aus eigenen Erfahrungen. Homelink in Deutschland ist ein eingetragener Verein. Andere Anbieter wie Home Exchange oder Intervec funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip. Die Nutzer zahlen einen Mitgliedsbeitrag, bei Homelink beispielsweise 169 € im Jahr. Dafür haben Mitglieder Zugriff auf eine Datenbank von mehreren 10.000 Wohnungen und Häusern weltweit. Sie können ihre eigenen 4 Wände dort mit Fotos anbieten und nach Tauschpartnern suchen. Home Exchange hat etwa 150.000 Mitglieder, die ihre 4 Wände anbieten, Intervec 30.000, Homelink liegt mit 60.000 Mitgliedern mit Wohnungen und Häusern in der Mitte. Wenn Sie ganz wilde Ziele raussuchen wollen, es sind in der Summe circa 70 Länder, wo Sie was finden können. Wenn, und das ist ein Haken, wenn ich denn wen finde, der mit mir tauschen will. Wer in der Eifel oder in Ostwestfalen wohnt, muss erstmal die Vorzüge seiner Gegend erklären. Hamburg und Berlin würden dagegen besonders gut funktionieren, hat Karin Metschke festgestellt. Köln ist schon ganz gut, aber es ist, glaube ich, nicht jetzt unbedingt so eine Destination, wo ich mir sicher sein kann, dass das auf jeden Fall gelingt. Ne? Also wenn jemand eine Wohnung in New York hat, dann wird er immer jemand finden, der da unbedingt hin möchte. Für den Sommerurlaub hat es auf jeden Fall geklappt. Also Zypern kam interessanterweise, da kam die Anfrage an mich. So ein Tauschurlaub habe mehrere Vorteile, erzählt Karin Metschke. Wenn wir das hätten bezahlen müssen mit 2 Kindern, wäre das deutlich teurer gewesen. Plus wir hätten
in dem Hotelzimmer, was wir dann gehabt hätten, ja wahrscheinlich keine Aufenthaltsqualität gehabt. Umgekehrt ist Familie Metschke froh, dass ihr Haus während des Urlaubs nicht leer steht. So hat immer jemand ein Auge auf alles. Das ist den Metschkes wichtig, weil es immer mal wieder Hochwasser bei ihnen im Viertel gibt. Karin Metschke schätzt aber auch den persönlichen Umgang zwischen den Tauschpartnern. Wir kamen in Barcelona an, dann kam schon deren Tochter, die war so ungefähr unser Alter, so um die 40, und hat uns da irgendwie eingewiesen. Die hatten auch einen Visitors Guide, also da war genau erklärt, wie alles da funktioniert bei denen und welchen Waschgang man benutzen soll in der Waschmaschine und so weiter. So ein Guide hat sie auch für die nächste Gastfamilie geschrieben. Da steht drin, dass die Waschmaschine manchmal spinnt oder wie der Duschkopf funktioniert. Für die Metschkes passt beim Haustausch alles. Sie mögen die private Atmosphäre und freuen sich, dass sie vergleichsweise preiswert in den Urlaub kommen.